Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danke. Bundesweit Betroffenheit über die mangelnde Arzneimittelsicherheit hierzulande aus. Die Bundesministerin für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit musste nach dem Film öffentlich Stellung beziehen und kritisierte sowohl das für Arzneimittelsicherheit zuständige Bundesgesundheitsamt wie die verantwortliche Herstellerfirma Höchst. Eine Klage der Höchst AG gegen den Film wurde inzwischen vom Landgericht Frankfurt in wesentlichen Punkten abgewiesen, sodass die heutige Wiederholung nahezu identisch mit der Sendung vom Herbst vorigen Jahres ist. Im Anschluss an den Beitrag werden wir auf einige Folgen, die die Reportage ausgelöst hat, näher eingehen. Der Autor Gerd Monheim erhielt für diesen Film den wohl bedeutendsten deutschen Fernsehpreis, den Adolf-Grimme-Preis in Gold. In der Begründung der Jury heißt es unter anderem: Diesem Skandal spürt der Autor als untersuchender Journalist nach. Die Schritte sind dabei, weil vorgeführt, stets zu kontrollieren und zu bewerten. Mithin wird der Zuschauer mustergültig einbezogen. Er nimmt an der Aufklärung selbst teil. Gegenstand und Methode machen, gesucht wird, eine Todesursache zu einem Lehrstück. Ja, meine Frau, die hat Schmerzen bekommen im Rücken, Schulterblatt. Aber das zog immer weiter und nachmittags kriegst du auch so blaue Lippen und ganz blass wurde sie. Da habe ich auch den Arzt angerufen. Und am auffälligsten, so als Leitsymptom für mich, war dann ein Blutdruckabfall, dass sie eben über einen sehr geringen Blutdruck nur noch verfügte von so 80 zu 40, was also für einen 50-jährigen Menschen nicht ausreichend ist. Es war insofern dramatisch, als dieser starke Blutdruckabfall eigentlich inzwischen bedrohlich geworden war. Ja, ich bin nachts so gegen 0 Uhr oder kurz danach ins Krankenhaus gerufen worden. Habe eine knapp 50-jährige Patientin vorgefunden in desolatem Zustand. Lunge arbeitet nicht richtig, Herz-Kreislauf-System arbeitet nicht richtig und Niere arbeitet nicht. Wir haben letztlich gar nichts erreicht, da die Patientin nach 12 Stunden gestorben ist im irreversiblen Kreislaufschock. Und mir war bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht klar, an was er nun erkrankt war und an was er letztlich zu Tode gekommen ist. Christa Semitschow stirbt am 27. Mai 1985. An diesem Sonntag hat der Hausarzt, bei dem sie in Behandlung war, keinen Dienst. Erst am Montagmorgen erfährt er von dem plötzlichen Tod seiner Patientin. Und was hat diese Nachricht bei Ihnen ausgelöst? Ein Schock und ein Schreck. Und erst glaubt man das gar nicht? Aber ich meine, wenn die Kollegen einem das erzählen, dann ist da was passiert. Und ja, Selbstzweifel, dass man denkt, man hat eine Fehldiagnose gehabt und die Patientin also falsch behandelt die ganze Zeit, dass da irgendeine Erkrankung doch gewesen sei, an der sie jetzt plötzlich, weil ewig nicht erkannt, nun verstorben wäre. Denn ich hatte sie ja nun eine ganze Zeit betreut, so ein paar Hausbesuche, und meinte sie zu kennen. Und das passte ja überhaupt nicht in das, was bisher war und wie ich die Krankengeschichte bei ihr gesehen hatte. Ja, die Ärzte, die wollten die Tabletten. Sie haben sie gefragt, welche Tabletten hat sie wohl einnehmen täten. Wollten Sie von Ihnen wissen? Ja. Aha. Und konnten Sie ihnen da Auskunft geben? Ja, Auskunft konnte ich nicht geben. Ich wusste nicht genau, wie die heißen, die Tabletten. Nee, aber da haben sie gesagt, ob ich sie herbringen könnte, ja. Mhm. Nee. Und das haben Sie dann auch getan? Ja. Haben Sie die Tabletten noch, die Ihre Frau genommen hat damals? Da habe ich noch welche von. Ah ja, haben Sie noch da? Ja. Können Sie mal? Ja, gerne. An diesem Tag hat Herr Semitschow die Hausapotheke ausgeräumt, alte Medikamente zur Vernichtung wegbringen wollen.
Auch das Medikament, das seine Frau bis zu ihrem Tode eingenommen hat. Wahrscheinlich nicht nur von Ihrer Frau, oder? Nee, das ist nicht alles von meiner Frau. Ja. Was waren denn nun die Tabletten, die Sie den Ärzten gezeigt haben? Das war diese. Alival. Alival. Das war das Mittel, das Ihre Frau gegen Depressionen bekam, ja, ja, genau. Alival hat Christa Semitschow 18 Monate lang eingenommen. Ein Mittel, das die Firma Höchst 1976 als Psychopharmakon neuen Typs auf den Markt gebracht hat. Für Menschen mit depressiver Verstimmung und Antriebsmangel. Eine aufwendige Werbung stellt die besonders gute Verträglichkeit gegenüber älteren Antidepressiva heraus. Lästige Begleiterscheinungen wie Mundtrockenheit und Müdigkeit sollen wegfallen. Höchst verspricht stimmungsabhängigen Menschen: Alival führt aus dem psychischen Tief zum aktiven Leben. Habe mir dann auch die Karte nochmal genommen, das alles so vom inneren Auge nochmal überprüft und war weiter der Meinung, dass die Diagnose richtig war, dass es eine körperlich ausgelebte Depression ist. Und ja Gott, vielleicht auch durch dieses Lesen da immer Alival in meiner Behandlungskarte jetzt, blitzte da so der Gedanke auf, da war doch mal was mit Alival. Schwerst verlaufende, immunologisch ausgelöste Geschichten, die dann zum Tod geführt hatten. Und dann fiel mir ja eben ein, dass da mal diese Adresse war von Herrn Schönhöfer in Bremen. Wir fahren zu dem von Professor Schönhöfer geleiteten Pharmakologischen Institut des Zentralkrankenhauses in Bremen. Hier werden Meldungen über unerwünschte Nebenwirkungen von Arzneimitteln gesammelt und ausgewertet. Professor Schönhöfer, Sie sind Ende Mai von Dr. Steig über den plötzlichen Tod seiner Patientin informiert worden. Was war da Ihr erster Verdacht? Unser Kenntnisstand zu der Zeit war, solche fieberhaften, sepsisähnlichen Erkrankungen können durch Arzneimittel wie Alival ausgelöst werden. Das ist ja wahrscheinlich ein sehr ungewöhnlicher und komplizierter Zusammenhang. Wie sind Sie denn überhaupt auf diesen Zusammenhang gekommen? Durch Ereignisse, die vorher stattgefunden hatten. Das erste war ein Fall hier in der Klinik gewesen. Das zweite waren Berichte aus der Literatur. Und das dritte war dann ein ähnlicher Fall, der uns schon mal an uns herangetragen worden war, den wir zu dem Zeitpunkt aber nicht richtig einordnen konnten. Und das Entscheidende war, dass sich plötzlich aufgrund dieser Kenntnis bei uns dieses alles zu einem Bild zusammenfügte. Und dann konnten wir gezielt Fragen stellen und dann konnten wir halt auch die Kausalität klären. Das Arzneitelegramm, ein kritischer Informationsdienst für Ärzte und Apotheker, warnt im Februar 1985 vor Alival und weist zum wiederholten Mal auf Nebenwirkungen wie Fieber, Muskelschmerzen und Grippe bei Patienten hin, die Numifensin eingenommen haben. Numifensin ist der Wirkstoff in Alival und Psyton, einem weiteren Antidepressivum der Firma Höchst. Hinweise auf Schäden durch Alival haben sich so verdichtet, dass das Arzneitelegramm seinen Lesern rät: Das bedrohliche Krankheitsbild der immunallergischen Reaktion nach Numifensin erfordert den sofortigen Abbruch der Behandlung beim Auftreten von Symptomen wie Fieber oder Grippe. Diese Warnung erscheint 3 Monate vor dem Tod der Christa Semitschow. Ja, Gerd Monheim, Westdeutscher Rundfunk. Guten Tag, Herr Dr. Möbius. Ich habe noch mal in älteren Arzneitelegrammen von Ihnen geblättert und habe festgestellt, dass Sie, was das Mittel Alival und Psyton angeht, schon im Februar 1985 gewarnt haben. Das wundert mich deswegen, weil ich den Todesfall der Christa S., also einer Patientin, über die Sie später berichten, im Mai, 27. Mai notiert habe. Wieso konnten Sie im Februar 1985 schon auf Nebenwirkungen, und zwar schwere Nebenwirkungen, mit Alival und Psyton hinweisen? Ja, wir hatten eigentlich allen Anlass dazu. Wir haben diese Warnung auf der letzten Seite des Arzneitelegramms platziert, weil hier die Risiken hoch liefen. Das heißt also, aus einer Klinik in Hamburg, die für kompetent bekannt war, erhielten wir Mitteilung, dass gleich mehrere Fälle einer unerwünschten Wirkung gesehen wurde. Die haben Sie schon im Februar bekommen, da müssen Sie ja vorher gelegen haben. Ja, das waren eigentlich Beobachtungen aus dem Jahr 84. Aha. Und interessanterweise liefen die Hamburger Fälle auf ein ähnliches Krankheitsbild hinaus, das man schon 1981 gesehen hat.
Wir fahren zum Marienkrankenhaus nach Hamburg. Hier sollen also Ärzte schon 1984 Patienten mit schweren Nebenwirkungen nach Alival beobachtet haben. Gab es etwa deutliche Hinweise auf solche Schäden schon im Jahr vor dem plötzlichen Tod der Christa Semitschow? Sie sind schon sehr früh auf Nebenwirkungen mit Alival gestoßen. Wie sind Sie darauf gekommen? Ja, eigentlich durch einen Zufall anfangs. Wir haben 1984 eine 75-jährige Patientin aufgenommen, die dieses Medikament seit 2 Wochen erstmals eingenommen hatte. Die kam unter dem Bild einer Lungenentzündung mit hohem Fieber und sehr starker Abgeschlagenheit zu uns. Die Patientin wie eine atypische Lungenentzündung behandelt, haben dieses Mittel aber nicht weitergegeben, weil wir von der Wirkung zum damaligen Zeitpunkt nicht überzeugt waren. Die Patientin dieses Medikament auch nicht benötigte. Die Patientin besserte sich dann. Wir haben 3 Wochen gebraucht, bis sie wieder einigermaßen gesund war. Haben diese Zeit genutzt, um sehr viele Untersuchungen zu machen, um den Erreger, den vermeintlichen Erreger dieser Lungenentzündung nachzuweisen. Haben nichts gefunden. Was aber nicht unbedingt ungewöhnlich ist. Wir haben die Patientin dann nach Hause entlassen. Und sie kam, ich glaube, 3 oder 4 Tage später akut mit demselben Krankheitsbild wie beim ersten Mal wieder. Wieder 40 Grad Fieber, wieder erhebliche Verschlechterung des Allgemeinzustandes. Wir haben dann unter anderem auch nachgeforscht, welche Medikamente sie zu Hause eingenommen hat. Und sind als einziges Mögliche darauf gekommen, dass sie inzwischen das Numifensin, dieses Antidepressivum, wieder eingenommen hat. Haben dieses Mal keine antibiotische Therapie durchgeführt, sondern lediglich das Medikament abgesetzt und abgewartet. Die Patientin war innerhalb von 12 Stunden fieberfrei, fühlte sich nach einigen Tagen deutlich besser. Wir haben die Patientin darüber aufgeklärt, dass wir meinen, dass diese schwere Erkrankung, die sie gehabt hat, wohl mit dem Medikament zusammenhängen muss. Und dann haben sie gefragt, ob sie einverstanden ist, dass wir das einmal untersuchen, damit, dass wir dieses Medikament noch einmal geben, unter allen Vorsichtsmaßnahmen, die dazugehören. Die Patientin hat sich netterweise einverstanden erklärt. Wir haben ihr dann dieses Medikament einmal wieder gegeben und sie hat nach 12 Stunden wieder mit heftigem Fieber reagiert, mit Schüttelfrost, mit Luftnot und wieder mit demselben Befund über den Lungen, sowohl beim Abhorchen als auch in der Röntgenaufnahme. Das war ja so gut wie ein Beweis, den man ja selten in so einem Fall herstellen kann. Das war sicherlich der Beweis. Ein solcher Beweis ist außerordentlich selten, weil sich die Anzeichen einer Krankheit fast nie so eindeutig wie in diesem Fall rekonstruieren lassen. Die Ärzte schauen sich jetzt in 2 Hamburger Kliniken Patienten mit ähnlichen Krankheitsbildern genauer an und finden im gleichen Jahr weitere 5 Patienten, die an dieser durch Alival ausgelösten Lungenentzündung erkrankt sind. Diese Fälle entdecken sie tatsächlich schon 1984 und melden sie Ende des Jahres weiter. Was haben Sie, nachdem Sie 6 Fälle dokumentiert hatten, unternommen? Wir haben dann dem Bundesgesundheitsamt und der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft gleichzeitig diese Fälle gebündelt gemeldet. Das Bundesgesundheitsamt hat sich leider bis zum heutigen Tag nicht mehr gemeldet. Nicht? Nach 1,5 Jahren immer noch nicht? Auf unsere Meldung nicht geantwortet. Sehr gut hat eigentlich die Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft reagiert. Wir haben mit der sehr professionell und gut zusammenarbeiten können. Und das hat dann schließlich auch dazu geführt, dass im Deutschen Ärzteblatt im März 1985 ein Warnhinweis erschienen ist mit der Überschrift schwere Unverträglichkeitsreaktionen auf Numifensin. Ausgelöst wird dieser Hinweis durch insgesamt 204 Berichte über Nebenwirkungen, die bis zum 23. Januar 1985 bei der Arzneimittelkommission eintreffen. Neben Erkrankungen an der Lunge werden lebensbedrohliche Fälle von Zerstörung der roten Blutkörperchen gemeldet, eine wachsende Zahl von Leberschäden und als Gesamtsymptom des ganzen Krankheitsbildes Fieber und Schüttelfrost, sowie weitere zum Teil schwere Erkrankungen an den Nieren und am Gehirn. Wir fahren zur Arzneimittelkommission, einer Selbsthilfeorganisation der Deutschen Ärzteschaft in Köln. Als im Januar 1985 die Zahl der Verdachtsfälle im Zusammenhang mit Numifensin über 200 steigt, wird hier Alarm ausgelöst. Die Arzneimittelkommission warnt sofort das Bundesgesundheitsamt und drängt das Amt zu handeln.